Wir sind jetzt in Montenegro, also geht ja gut los. An der Grenze haben wir gemerkt, dass der hintere rechte Reifen Luft verliert. Und naja, jetzt sind wir, ich glaube, 2 Kilometer hinter der Grenze, weil wir wollten jetzt nicht direkt an der Grenze wechseln, weil wir hatten schon Pässe und alles abgegeben, als wir das gemerkt hatten. Sind also noch rübergefahren und wechseln jetzt hier erstmal den Reifen. Shit happens. Wir haben jetzt hier einen schönen Platz gefunden, ein bisschen nördlich von Bar. Und wir fahren jetzt hier noch ein bisschen weiter runter, damit wir einen festen Untergrund haben, damit wir dann den Schlauch nochmal tauschen können. Das Problem mit dem platten Reifen ist mal wieder das altbekannte. Bei der Montage wurden die Mäntel nicht ordentlich gereinigt und dadurch scheuern sich kleine Steine durch den Schlauch. Ja, wir haben jetzt einen schönen Platz hier gefunden mit einer grandiosen Aussicht und hier haben wir einen guten Untergrund und können den Schlauch wechseln. Freunde von uns sind weiter vorne stehen geblieben, weil die Strecke dann doch für ein normales Wohnmobil ein bisschen zu abenteuerlich ist. Die große Matschpfütze hat den beiden schon gereicht. Nach dem kleinen Abenteuer genießen wir die tolle Landschaft, gehen schnorcheln und planen unseren weiteren Reiseverlauf durch Montenegro. Wir werden dort sehr offen von einem Angler begrüßt und er gibt uns einige Reisetipps für sein Land. Außerdem erzählt er uns, dass das Loch direkt vor uns, in dem jetzt Kröten wohnen, durch einen Raketeneinschlag Ende der 90er Jahre entstanden ist. Montenegro ist relativ klein, dort leben etwas über 600.000 Menschen. Als Währung wird der Euro verwendet, obwohl Montenegro nicht in der EU oder Teil der Währungsunion ist. Was uns auffällt, ist, dass die Küste relativ bebaut ist, aber wenn man ein wenig sucht, findet man auch hier ruhige Ecken. Von unserem Stellplatz aus lässt sich die kleine Küstenstadt Petrovac na Moru hervorragend erkunden und wir finden auch mal wieder ein verlassenes bzw. nicht fertig gebautes Hotel. In der Umgebung gibt es auch einige Berge und Felswände, an denen man klettern kann. Ja, wir sind hier immer wieder klettern.
Hier führt das ist direkt an der Straße, also die Straße ist nicht mehr befahrbar, eigentlich wollten wir hier auch hinfahren. Aber auf einer Seite ist die Straße weggerissen und auf der anderen liegen halt Betonpolle davor. Deswegen stehen wir direkt an der Hauptstraße, an einem Parkplatz und sind hier halt zu Fuß hergegangen. Zusammen mit ein paar Freunden und es ist richtig cool hier. Also hier hat man eine mega Aussicht. Die Routen sind recht kurz, sind irgendwie 6 Routen. Aber ist auch ganz cool zum Üben. Ja, wir stehen jetzt hier an der Lipa Cave und die Höhle, die soll wahnsinnig schön sein. Wir hatten auch schon gelesen, dass es noch geschlossen sein soll, aber wir dachten, weil die Saison jetzt anfängt, ist jetzt Mai, haben wir gehofft, dass es vielleicht doch offen ist, aber leider stehen wir vor verschlossenen Toren. Prüfst du den Platz, ob hier Ameisen unterwegs sind? Ja, ich will nicht wieder eine Ameisenstraße im Auto haben. Am letzten Platz standen wir so ein bisschen in so einer Ameisenstraße und ich habe schon gesehen, dass die am Rad alle rumgekrabbelt sind. Aber normalerweise kommen die eigentlich nicht in den Innenraum, aber diesmal halt nicht. Die sind halt hinten übers Heck, also über die Standheizung sind die reingekommen, haben wir nachher herausgefunden. Und ja, haben jetzt also mittlerweile geht's schon, aber anfangs war es etwas schockierend, so viele Ameisen zu finden am Morgen. Like lucid dreaming, I'm lucid singing, I'm also listening to me. Never could have told you till now that the audience was just me and you. Wir sind jetzt etwa 15 Kilometer östlich von der Hauptstadt an dem Fluss Jevna und hier gibt es ein ganz tolles Klettergebiet direkt am Canyon hier hinter uns und die Routen haben wir heute schon ein bisschen erkundet, sehen ganz toll aus, aber erstmal müssen wir uns einen Platz für die Nacht suchen, weil wir hier direkt an der Straße stehen und irgendwie sind die Leute hier so freundlich, dass ständig jemand anhält und fragt, ob er uns helfen kann. Gehen wir da lang? Ja, die ganze Wand, also da rechts und links sind ein bisschen leichtere Routen. Ja, Wir ich können weiß. erstmal da links Da anfangen. gibt's ja noch, da ist noch eine, da oben ist ja noch eine. Da ganz hinten? Nee, da oben die. Ach, die Wand da oben. Ja, das ist noch eine. Krass. Weil das hier sind 2, Ja, dann ist da die Grey und da ist noch eine. ach cool. Ja, wir fangen jetzt mal bei den Leichen an, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das hier, das ist alles 6C++. Ja, perfekt. Also da lang oder? Da gehen wir wieder hier hoch, oder wollen wir hier hoch? Ja, wir sind jetzt nördlich von Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro. Ist jetzt nicht der schönste Platz, wo wir gerade stehen, aber hier sind halt ganz viele Felswände und wir wollten hier klettern gehen. Hier ist wohl einer der größten Kletterspots, aber es hat halt gerade angefangen zu regnen und ja, deswegen werden wir jetzt erstmal weiter, weil der Platz ist halt nicht der schönste. Direkt neben den Eisenbahnschienen fährt auch gelegentlich eine Bahn vorbei, das ist dann doch sehr laut, die hat uns heute Morgen auch geweckt. Und deswegen suchen wir uns jetzt mal einen etwas ruhigeren Platz und wenn es trocken ist, kommen wir vielleicht nochmal hierher.